Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor längerer Zeit mal gezeigt, wie ihr Kerzen bedrucken könnt und mir wurde da auch die Frage gestellt, ob man zum Beispiel mit Wachsblättern, ob man die auch mit der Big Shot ausstanzen kann und so auf die Kerze bringen kann. Ich habe das Ganze als Experiment ausprobiert und warum ich dabei keinen Spaß hatte oder nur sehr wenig Spaß, das seht ihr gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, wie das aussieht, was ich heute machen werde, das ist diese Kerze, die mit eben Kerzenwachs beschmückt ist. Und ich hatte eigentlich nur die Frage bekommen, funktioniert das mit der Big Shot und den Stanzen? Aber ich wollte das auch gleich noch ausprobieren mit den Handstanzen und aber auch mit dem Plotter. Und wie die drei Varianten funktioniert haben, das seht ihr jetzt gleich. Das Allerwichtigste, was ihr für dieses Projekt braucht, sind die Wachsplatten. Ich mache das auch so, dass ich die vorher immer in den Kühlschrank lege, damit die wirklich schön fest sind oder so fest wie möglich. Ich habe hier einfach einen Pack mit verschiedenen Farben. Dann habe ich ja gesagt, wir machen verschiedene Varianten. Einerseits zeige ich euch, wie ihr das mit so Handstanzen schneiden könnt. Da braucht ihr die Handstanze und ich würde auch ein Stück Backpapier nehmen. Dann will ich euch zeigen, wie ihr das mit der Big Shot mit einer Stanze schneiden könnt. Deshalb habe ich die Big Shot auf dem Tisch und eine Stanze. Und auch hier werde ich Backpapier verwenden, wenn ihr die Big Shot nicht habt. Es gibt auch eine billigere Variante. Hier der Craft Buddy. Da sind halt einfach die Platten massiv kleiner und da seid ihr dann halt einfach von der Größe eingeschränkt. Aber im Vergleich, ich glaube, die war um die 250 und das sind $30 oder so. Dann habe ich die Cricut Joy auf dem Tisch mit der Standardmatte und hier einfach, weil ich euch auch zeigen will, wie ihr das mit einem Plotter schneiden könnt. Ich habe Baby Wipes, um dann das Messer zu reinigen. Natürlich habe ich eine Kerze auf dem Tisch und dann habe ich einerseits ein Schneidemesser, mit dem ich in der Regel arbeite für die Stellen, die es nicht richtig löst oder auch um das Ganze von der Trägerfolie zu lösen. Und dann habe ich hier das Entgitterungstool und hier, das ist kein Schreiber oder kein Bleistift, sondern es ist ein umfunktioniertes Entgitterungstool. Manchmal ist das hier zu wenig filigran zum Arbeiten. Und kleiner Tipp von mir, ihr könnt ganz einfach einen Bleistift, wo ihr vorne die Hülse lösen könnt, das lösen, hier einfach die Klemme, die innen drin ist, aufmachen. Und da, wo ihr normalerweise die Mine reinmacht, macht ihr dann ganz einfach eine ganz feine Nadel rein. Und so habt ihr wunderbar ein Entgitterungstool mit dieser Nadel, das super filigran ist. Na? Als kleiner Tipp hierfür. Ich würde sagen, wir starten als allererstes kurz mit der Handstanze, weil das eigentlich am schnellsten geht. Hierfür nehme ich jetzt einfach eine Wachsplatte und die hat hinten schon ein Stück quasi so ein beschichtetes Blatt drauf. Ich will einfach sicher gehen und packe das hier noch in ein Backpapier ein. Und dann gehe ich mit der Handstanze einfach hier rein, gucke, um nicht verschwenderisch zu sein, dass ich die äußerste Ecke erwische und dann stanze ich das ganz einfach und löse das hier raus. Dann könnt ihr dieses Trägerpapier auch ablösen. Und so habt ihr wunderbar einen kleinen Stern ausgestanzt. Wie ihr das auf die Kerze drauf bringt, das zeige ich euch nachher. Ich lege den jetzt einfach mal auf den Tisch, weil hinten ist immer noch eine Trägerfolie drauf. So einfach das Prinzip mit der Handstanze.
Und eben, ne, ich habe das Wachsblatt plus auch die Stanze selber habe ich vorher im Kühlschrank gehabt. Als nächstes nehme ich hier diese beiden Stanzen, die Sterne sind und eine Stitchline haben, damit wir sehen, wie das funktioniert. Und da packe ich die Wachsplatte auf die untere Platte. Dann packe ich hier das Backpapier drauf und platziere mein Element oder meine beiden Elemente drauf. Und packe meine zweite Platte drauf, so dass das nicht mehr verrutscht, und kurble das durch die Big Shot. Und deshalb habe ich gesagt, na, ein Backpapier, weil das klebt schon richtig gut fest jetzt. Jetzt ist hier noch das Backpapier oben drauf. Das löse ich jetzt einfach ab. Und ihr seht, das hat hier nicht 100%ig funktioniert. Der kleine hat funktioniert und da habt ihr auch wirklich die Stitchline drin. Beim großen hat es hier so ein bisschen ausgefranst und hier habe ich einen Teil der Ecke verloren. Ich versuche das Ganze jetzt noch mit einer Stanze zu machen, die keine Stitchline hat, damit das nicht ganz so stark hier runter gepresst wird. Ich habe hier einen Stern, der dieselbe Größe hat wie der kleine vorhin, aber diesmal ohne die Stitchline. Das gebe ich hier auch wieder im Sandwich drauf. Und kurbel das so nochmal durch. Und achtet da wirklich drauf, dass ihr das Backpapier überall habt, wo der Wachs ist. Sonst habt ihr dieses Geschmier. Das kann man natürlich wieder putzen, ganz einfach, indem ihr das Wachs ablöst und es dann anständig putzt. Aber na, nicht so wie ich. Guckt, dass da überall das Backpapier drauf ist. Jetzt können wir das auch vorsichtig rauslösen. Und hier auch das Trennpapier ablösen, nur das Backtrennpapier ablösen. Und so sieht dieses Ergebnis aus. Nicht wirklich super schön. Und es werden natürlich auch von der Stanze selber diese Kanten, die quasi hinter der Schnittlinie sind, die drückt es in den Wachs rein. Ich würde tendenziell euch das nicht zwingend empfehlen, das mit der Big Shot zu machen oder mit der Stanzmaschine. Was wirklich besser funktioniert, ist die Handstanze. Und guckt auch immer, das wird relativ schnell warm, der Wachs, dass ihr den immer wieder, wenn ihr gerade nicht damit arbeitet, immer wieder in den Kühlschrank reinlegt. Die Acrylplatte habe ich wieder sauber bekommen. Ich habe einfach den Wachs abgekratzt, dann mit Baby Wipes geputzt und dann noch mit einem Glasreiniger. Dann hat das wunderbar funktioniert. Jetzt für das letzte, für das Schneiden mit der Cricut Joy, habe ich zwei Sachen vorbereitet. Etwas für vorne und etwas für hinten. Und das sind zwei Schriftzüge und diese beiden quasi Design-Elemente, sagen wir es mal so. Ich habe die auch so gruppiert, das heißt, das ist eine Gruppe, das ist eine Gruppe, das ist eine Gruppe und das ist ein einzelnes Element.
Und hier habe ich die beiden gleichen Farben verwendet und auch hier die beiden gleichen Farben verwendet, so dass ich quasi aus 2 Matten ausschneide. Jetzt gehe ich auf Herstellen, sage auf der Schneidematte und genauso habe ich das jetzt. Das heißt, auf der einen Matte habe ich die Sterne und die Schleife, auf der anderen Matte habe ich die Schriftzüge. Jetzt merke ich gerade, dass ich noch was anpassen muss, weil die Platten selber, die sind nur 8 cm, deshalb geht das hier mit den 9 gar nicht. Machen wir 8 oder sicherheitshalber 7,8. Und dasselbe hier bei dem. Nehmen wir auch 7,8. Und jetzt gehe ich nochmal auf Herstellen. So. Ich habe gerade gemerkt, dass die Platte selber auf dieser Trägerfolie nicht mehr richtig klebt, wenn die kalt ist, und sie muss kalt sein. Von dem her mache ich das ein bisschen anders. Ich nehme hier die Schutzfolie von meiner Matte weg und hier habe ich ganz einfach so eine Folie, eine durchsichtige, und ich löse das hier kurz ein bisschen an und die klebe ich jetzt mit der Seite, die nicht klebt, auf meine Matte drauf. Jetzt klebt die nämlich durch die Klebekraft der Matte unten und das hier klebt jetzt oben auch und da lege ich jetzt die Wachsplatte drauf und drücke die hier ganz einfach so ein bisschen fest. Kleiner Hack. Und dann sage ich weiter und dann beim Material nehme ich einen dicken Farbkarton. Weil die Platte selber ist schon so ein bisschen dick, versuchen wir das mal mit dem Standarddruck und dann kann ich das in die Cricut Joy schon eingeben. So, das war nix, weil der hat jetzt irgendwie 3-mal, dadurch, dass ich das falsche Material ausgewählt habe, 3-mal versucht zu schneiden und es wurde eigentlich immer wie schlimmer. Jetzt versuchen wir das noch ein bisschen anders und zwar diesmal nehme ich einfach ein Everyday Iron-On, weil ich denke, das schneidet das wirklich schön filigran. Und diesmal hat es das definitiv besser geschnitten als das, was da oben war. Ihr seht, heute ist Testlabor angesagt. Deshalb nehme ich hier den Spachtel. Leg das mal beiseite. Das hier ist nur das Klebematerial. Aber wenn wir uns das angucken, man kann den Stern jetzt durchaus hiervon lösen. Einfach schön vorsichtig. Können wir den beiseite legen. Und für das zweite Element mache ich auch das wieder so, dass ich da meine Matte schütze und da diesen Kleber drauf gebe. Ich habe nicht Kleber auf Kleber gelegt, sondern hier, das ist die Seite, die nicht klebt. Das klebt wegen der Klebematte oder dem Kleber auf der Matte. Und jetzt können wir da auch die andere Farbe, die ich verwenden will für den Schriftzug, hier drauflegen. Und dann gebe ich das so in die Joy rein. Sage hier weiter. Hier nehme ich auch wieder das Everyday Iron-On.
und sage los. I would give it all away to do it all again. Make our love a story that would never end. Und dann versuche ich das zu lösen, was nicht dazu gehört oder was ich nicht brauche. Never thought I'd feel so. So, ich habe vom oberen Motiv her habe ich es aufgegeben. Das war, glaube ich, einfach wirklich zu filigran. Es hat teilweise funktioniert, teilweise auch dann wieder nicht. Und mir persönlich ist das effektiv ein zu großes Gefriemel. Das heißt, wenn ihr sowas macht, dann eher größere Motive als das, was ich jetzt hier habe. Ich versuche jetzt trotzdem den Schriftzug hier noch auf die Kerze zu bringen. Looking in your eyes, I just wanna love you till the day I die. Oh, oh, I just wanna love you right. So, dann, ich habe es draufgebracht mit Mühe und Not, muss man sagen. Somit mein Fazit von den Varianten her, was am besten funktioniert, sind wirklich die Handstanzen. Die gehen für mich, finde ich, wirklich super. Denkt einfach dran, die Handstanze wie auch die Wachsblätter, dass ihr die in den Kühlschrank reinpasst und dann funktioniert das hier wirklich gut. Dann von den Stanzen her, ich hatte es ja zuerst versucht mit denjenigen, die Stitched Lines haben. Das war nicht so richtig erfolgreich und auch bei denen, die keine Stitched Line hatten, hat es mir teilweise so die Ecken so ein bisschen abgebrochen, weil das Thema ist das, diesen Rand, den ihr hier ringsherum seht, den werdet ihr bei den Stanzen immer haben, weil die hören ja bei der Schnittlinie nicht auf, sondern die gehen hier ja immer weiter raus. Und das drückt das Wachs zusammen. Und es ist auch nicht so wie bei den Stanzen, da habe ich immer noch das volle Volumen vom Wachsblatt. Bei den Stanzen durch die Platte drückt es das wirklich zusammen. Das ist dann nur noch ganz dünn und dann wird es auch extrem schwierig, das noch zu lösen. Von dem her würde ich ganz ehrlich gesagt, das mit der Big Shot, mit der Stanzmaschine, würde ich nicht empfehlen. Dann die dritte Variante mit dem Ausplotten. Ich hatte hier ja eben den einen filigranen Schriftzug ausprobiert. Hat mäßig funktioniert. Ich denke, man kann es durchaus machen, aber ich würde auf jeden Fall größere Sachen machen als das, was ich jetzt hier habe und weniger filigrane. Beim einen Teil des Schriftzuges habe ich es hinbekommen und das auf die Kerze gebracht und man drückt ja das quasi einfach mit der Hand drauf und durch die Wärme der Hand klebt es dann auch an der Kerze fest und somit haben wir hier keine fremden Mittel wie Toner oder Seidenpapier, sondern das ist schlicht und ergreifend Wachs. Das heißt, es brennt genau gleich runter wie die Hülle von der Kerze. Beurteilen könnt ihr es selber. Ich bin nicht happy damit und es war auch das ganze Loslösen und auf die Kerze bringen hat jetzt nicht wirklich Spaß gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Von dem her, naja, man kann es machen, aber ist jetzt nicht meine favorisierte Variante, wie ich Kerzen bedrucken würde. Es sei denn eben große Motive oder größere Motive, einfache Motive und das dann mit den Handstanzen. Somit die Frage beantwortet, die ich von euch gekriegt habe, kann ich die Wachsblätter mit der Big Shot verwenden? Ich würde sagen, nein, gerade aufgrund der Kanten und dem Flachdrücken. Plotter, ja, für große, zusammenhängende Sachen
kann man das durchaus machen, aber wirklich auch drauf gucken, dass die Wachsplatte richtig schön kühl ist. Und das Einfachste eben hier die Handstanzen. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen und hoffentlich auch die Frage beantwortet, ob das eben funktioniert oder nicht. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch wie immer unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!